Moin, ein wichtiger Moment, wie man unschwer erkennen kann an der Kulisse. Die ein oder andere kennt sie von euch, kennt es von euch. Digga, mein Deutsch immer noch nicht angekommen, aber wir sind angekommen und zwar, Alice auch am Start, by the way, vor den heiligen Hallen des Bunkers. Und ich sag's euch, die Tür, die wurde vermisst, denn die letzten 7 Tage... Schatz, du kannst ruhig ins Bild kommen. Voll süß, die steht da so bestellt und nicht abgeholt. Ja, nee. Bei dir gab es auch tatsächlich 7 Tage trainingsfrei, gell? Der Jetlag hat uns hart auseinandergenommen. Immer gen Osten, also wieder zurück nach Deutschland. Ey, ohne Scheiß, wir haben 5 Tage, wie viel? 13 Stunden gepennt. Also der Winterschlaf des Bären, der Bärenschlaf, der wurde auf jeden Fall aktiviert, aber jetzt wird es Zeit, wieder den Modus ein bisschen zu aktivieren. Deswegen haben wir auf jeden Fall einen Pumpbooster am Start und starten heute in die erste Einheit rein. Ist ganz weird, wieder ins Training zu gehen, aber die Woche Pause hat sehr gut getan. Die war auch sehr wichtig, oder? Wir waren unter anderem im Kino in Joker 2, der absolut beschissen ist. Also hier, Grüße gehen raus, nicht zu empfehlen. Haben so ein paar Dinge unternommen, aber da habe ich schon ein Video auf dem Zweitkanal rausgehauen, könnt ihr euch gerne reinziehen. Und auch die Phase, wie es jetzt weitergeht. Aber ja, jetzt steht erstmal ein klassisches, wir gehen einfach mal pumpen, Digga, an. Weil das ist jetzt so die Phase nach dem Wettkampf, die gilt der Erholung. Ihr werdet dann auch, später werde ich noch ein bisschen aufs Training eingehen, also bleibt auf jeden Fall dran. Aber ja, ist einfach mal wieder da reingehen in den Hannes, Schulter, Arme kloppen und dann ab in die Disco. Nee, aber heute auf jeden Fall ein bisschen Schulter und Arme durchpumpen, ist auch das richtige Stichwort. Ich würde sagen, bevor wir uns hier in der Erkältung ziehen, lass rein in die heiligen Hallen. Hier, by the way, immer die Glocke aktivieren, so wie ihr auch, hoffentlich auf YouTube. Und bevor ich mir wieder irgendwelche Kommentare anhören muss, wie schlecht ich mit meiner Dame umgehe, was nicht der Wahrheit entspricht. Ladies first. Ah, ist schon komisch, Digga. Hier wieder reinzusteppen, richtig gemischte Gefühle. Weil die Monate davor bin ich mir immer halb reingeschleppt und habe mich hier halb rausgezogen. Und jetzt hier einfach mit so einer easy Einstellung reinzugehen, ist schon verschickt. Aber ja, die nächsten Wochen, 6 bis 8 Wochen, werde ich auf jeden Fall das Training so gestalten, dass der Split immer noch derselbe bleibt. Warum? Weil, ja, ganz einfach das Paket, was wir zum Olympia gebracht haben, so wie es war, definitiv Sprünge gemacht hat, gerade im gerade im Arm- und im Rückenbereich. Und da wollten wir die Verbesserung hauptsächlich bringen. Deswegen never switch a winning team, a running system oder was auch immer. Jetzt heißt es auf jeden Fall, das Paket nochmal gleichmäßig mehr zum Wachsen zu bringen, noch mehr Qualität reinzubringen. Ihr seht, der Unterschied war wie Tag und Nacht, obwohl ich mein leichtestes Gewicht ever hatte, yeah, beim Wettkampf oder bei der Einwaage, dann doch am Ende nach US-Waage. Und da seht ihr mal, dass viele mir auch geschrieben haben, Junge, du sahst 10, 15 Kilo schwerer aus. Das kommt zum einen einfach davon, weil das Peaking, also die Ladestrategie perfekt funktioniert hat. Und natürlich, weil die Muskelqualität eine andere ist, eine bessere ist. Und da werden wir jetzt das ganze Jahr dran arbeiten, das auf jeden Fall aufs nächste Level zu bringen, alles ja, so perfekt proportional wie möglich zu gestalten und machen jetzt aber erstmal eine fette Recovery-Phase und da heißt es auf jeden Fall auch trainingstechnisch bisschen Vorsicht walten zu lassen, gar nicht im Sinne jetzt von Intensität, sondern eher von so extrem schweren Gewichten bzw. extrem tiefen Wiederholungsbereichen, deswegen gehen wir ordentlich auf Pump. Ich werde ja, schon eine nötige, ordentliche Intensität reinbringen, sonst macht es mir auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Also da irgendwie 2, 3 Wiederholungen vorher aufzuhören, ist nicht so mein Ding. Mehr Volumen, mehr Wiederholungen, mehr Pumptraining einfach im Vergleich zu meinem sonst sehr Nagel auf dem Kopf HIT, High-Intensity-Training. Und so sieht das Training auf jeden Fall aus. Übungsauswahl bleibt eigentlich auch dieselbe. Ich kenne die Übungen, die ich spüre.
ihr wisst Bescheid, das Ganze kein Hexenwerk. Wir beantworten heute noch zusätzlich ein paar Fragen, die ihr uns gestellt habt, beziehungsweise mir gestellt habt. Ich habe die Fragen vorher nicht durchgelesen, aber Kollege Schmierfuß hinter der Kamera hat sich da ein paar rausgepickt und wird die mir hier kritisch an den Kopf schmeißen. Ich hätte tatsächlich, aber aus eigenem Interesse, wie war jetzt genau exakt dein Gewicht und wie viel Luft hast du für nächstes Jahr nochmal? Gute Frage, ja. Das waren laut US-Waage, also laut der in dem Raum, 101,8 Kilo und 103 ist mein Cut-Off-Weight. Also ja, das war mein entladenes Gewicht sozusagen und geladen war ich dann mit 104 Kilo. Ja, sowas, 103,8, 104 Kilo on Stage. Und ja, hat gut hingehauen. Also jetzt heißt es auf jeden Fall, den Kollege mit den, meine Mathe-Skills sind so lost, fehlende 1,2 Kilo? 1,2 Kilo. Also 1,2 Kilo sind schon noch eine Menge Holz, eine Menge Fleisch. Ich bin immer, da gibt es sogar die 1200 Gramm Hähnchenbrustfilet-Päckchen bei Lidl. Könnt ihr euch mal holen und dann irgendwo hinkleben. Also ist schon noch mal was, wo man definitiv was dran hinzaubern kann. Wo würdest du am liebsten ein bisschen was draufpacken noch, damit es halt für deine Physik das ist jetzt eine voll gute Frage. Ja. Also das Geile ist halt so, ich habe wirklich geiles Feedback bekommen dieses Jahr und gerade so die Backpose von der Schwäche wirklich zur Stärke geworden, wo ich richtig proud drauf bin, wo ich mich extrem drüber freue. Und sonst, wo wollen wir die noch draufzimmern? Also so ein bisschen... Auf die Waden nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, ein bisschen auf die Waden und auf die Unterarme wurde ja auch hier gesagt. So. Nee, ehrlich gesagt, ich finde Arme kann man immer noch was draufpacken. Die können auch nie zu groß sein, aber ich habe jetzt schon gemerkt, durch den krassen Fortschritt in den Armen ist so die Schulter ein bisschen, also wirkt dann nicht mehr ganz so dick, aber das macht ja auch Sinn, weil ich meine, wir kennen alle Magus seinen Arm, er ist ja riesig, aber auch der hat dann relativ klein gewirkt, weil der halt nochmal so eine Schulter hatte. Und wenn du da so einen Kinderkörper als Schulter hast, wirkt da alles, was drunter raushängt, relativ klein. Deswegen immer schwierig, welche Balance man mehr will. Ich glaube, ein bisschen mehr auf die Schulterarme draufpacken, wirkt immer ganz gut. Was ich gar nicht unbedingt mehr haben will, aber so mehr Qualität ist im Bein, also gerade im seitlichen Beinbereich, so dass da noch mehr Qualität reinkommt, aber das braucht halt eine gewisse Zeit und ansonsten die Masse rundum gut und schön verteilen, die schmale Mitte beibehalten und dann sollte eigentlich alles ganz gut passen. Mach lieber Quality statt Quantity und nichts mit der Brechstange. Wenn du jetzt die Prep alleine machen müsstest, ohne Partnerin, ich meine, ist glaube ich relativ klar, dass das deutlich härter wäre, aber was quasi für dich bedeutet, dass Alicia dir so viel abnimmt, beziehungsweise was genau nimmt sie dir denn ab? Also mental, beziehungsweise, ja. Alter, macht mir nur Stress, nimmt mir gar nichts ab, geht mir permanent auf den Sack. Weißt du, so denken manche voll, gell? Ich schneide das so, das ist jetzt fertig. Ja, und dann drückst du immer noch so einen raus und dann denken die Leute, Alter, das ist so, nee, was nimmt sie mir ab? So, also es geht auch gar nicht um dieses, viele schreiben dann, boah, das ist ja das Geilste, dass du die Meals vorgekocht. Also ich denke mir so, also die Mahlzeiten, die 20 Minuten, was du dich da in die Küche stellst, das ist wirklich der kleinste Teil, das ist eher, also auf dem Level in dieser Leistungsdichte ist es einfach das Mentale, was sie da auf jeden Fall extrem pusht und extrem offen ist für meinen mentalen Zustand, kann ich mal so sagen, und da extrem krasse Leistung natürlich erbringt. Nicht zu vergessen natürlich, was vergessen wird hier, Miracle Wear wird dann eigentlich so spätestens 4 Weeks out, dann komplett von Alicia gebounced und da wird alles geregelt. Wo fangen wir da an? Steuerberater bis über das ganze wirtschaftliche, ganze Unternehmensstruktur, alles, also alles, was dazugehört, ist natürlich
ja, ihr dann auch zu verdanken und nur deswegen können wir auch so Projekte umsetzen. Wie gesagt, was an Arbeit hinter so einer Olympiabox steckt, das ist wirklich geisteskrank. Ich meine, wir sitzen jetzt schon wieder an der nächsten für nächstes Jahr. Und das ist da natürlich eine Riesenhilfe, die sie leistet. Und ich würde sagen, aber Bodybuilding-wise bräuchtest du gar keine Freundin. Ja. Also das ist ja schon ein egoistischer Einzelsport, Ja. wo du eigentlich niemand brauchst. Das ist auch das, was ich gerade gemeint habe. Also, ich habe es nur kurz gefasst. Ja, naja, da wollen wir mal die Ärmchen durchblasen. Ne? Sehr schön. Passt? Danke. Super. Ja, Mission erfüllt. Ja, geil. Ist ja auch was Herrliches einfach wieder. So, wenn man nicht mehr so hart in diesem Vorbereitungstunnel ist, einfach, wenn die Jungs und Mädels hier nach Berlin kommen, sich auch mal Zeit für die zu nehmen, ein paar Pics zu machen, mal ein bisschen länger als nur 10 Sekunden zu quatschen und ja, man, ein bisschen Motivation mit auf den Weg zu geben. Aber heute habe ich Bock auf so Supersätze, habe ich mir gerade gedacht. Also wir machen immer eine Trizep, eine Bizep, immer hin und her. Und dann soll es einen ordentlichen Pump bescheren. Nee. Was ist das denn hier? Das ist doch der Rentner, oder? Offiziell Rente, Kollege. Aber an dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch. Mehr als verdient. Ja, aber so hat er sich verdient, ne? Hat er sich verdient. Hier wurde gerade gefragt, ob das Foto hier von 22 oder 23 ist. Und das war ja auch der Grund mitunter für jetzt die Friese dieses Jahr. By the way, zum Thema Friese. Natürlich war das ein Highlight für dieses Jahr. Nächstes Jahr gibt es was anderes, aber... Volle Petri-Matte. Ja, eigentlich könnten wir so eine Abstimmung machen, was gibt es nächstes Jahr. Nee, aber das war auch mitunter ein Argument, so dumm wie es klingt, weil ich weiß es gerade nicht, welches Jahr das war. Das ist eigentlich nur an der Startnummer vielleicht, ne? Dieses Jahr die 27, ja, das war hier die 32. Dieses Jahr werde ich es immer an den Haaren, ja, und an der 2,7, weil die Stadt, wo ich herkomme, 73527, Schwäbisch Gmünd, die Hut. Deswegen 2,7 wird mir immer im Kopf bleiben, aber da ist es schwierig und das ist so, ja, auf jeden Fall echt ein Grund gewesen, warum ich die Haare so gemacht habe, dass man einfach rückblickend betrachtet immer gleich weiß, das war das Jahr, da hatte ich so und ja, sonst siehst du immer gleich aus. Will man als Bodybuilder wahrscheinlich nicht so hören. By the way, vielleicht interessiert es auch viele. Ja, was wiegst du denn eigentlich? Wie ich jetzt? Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ja. Ja, Stuttgarter Jungs. Was gibt's zu sagen? Mega Typ, mega schön. Geil. 50er kriegt ihr später. Dann. Der hat mich dazu motiviert, mit Gym überhaupt anzufangen. Und geil. Und die schwäbischen Maultaschen und die Gene, die bringen dich auf jeden Fall dahin, Junge. Und die Spätzle. Ja, aber geiler Typ, Beste. Ja, die wissen Bescheid, die Jungs. So sieht's aus. Aber hey, heute Morgen. Waage? 103,6. Was? Ja. Ach, du hast ja gar nicht. Nee, also ich hatte, sieht man im Verlauf ganz gut. Wir hatten ja in Vegas ein bisschen was gegessen, dann hatten wir auf der Afterparty so ein bisschen was gegessen. Aber du hast jetzt nicht 8 Burger gefahren. Nee, ja. Aber ich weiß ja auch, nach 8 Burgern fühle ich mich beschissen. Ja. Und mir schmeckt mein normales Food ja auch extrem. Ich habe mir immer mal wieder hier und da gegönnt. Die Dubai-Schokolade habe ich nach dem Flug kurz, was ich die ganze Prep probieren wollte, lag nur im Kühlschrank, habe ich halt kurz komplett vernichtet. Also nicht irgendwie so ein Stückchen, so eine ganze Tafel kurz mit diesem Künefe drin, war schon nice. Aber man hat dann so gesehen, 16.10. sind wir, glaube ich, dann zurückgekommen. Ja, sowas. Da hatte ich 108,2. Dann hatte ich 2 Tage später 108, dann hatte ich 107, dann hatte ich 105,4, dann hatte ich 104 und jetzt habe ich 103,6 und jetzt wird sich das so nicht halten, aber so irgendwo einpendeln. Ist ja auch, wie gesagt, der Flug gewesen, das ist Stress für den Körper und was natürlich auch sehr geholfen hat, ist die Woche trainingsfrei. Ja, da sieht man mal, weil alle immer denken, wenn ich mich jetzt nicht bewege und wenn ich jetzt was esse, dann werde ich ja direkt fett.
ist oft so, dass die ganze Inflammation dann droppt, weil lustigerweise hatte ich mit jemand aus unserem Team auch geschrieben, mit Mev, der hat so gemeint, weil der hat mir nicht geglaubt, dass ich eine Woche trainingsfrei gemacht habe. So, was, hast du es echt gemacht? Ich dachte, du laberst nur. Und ich so, nein, Digga, ich habe wirklich, also warum soll ich Leuten Mist erzählen? Und habe eine Woche halt nichts gemacht. Und da droppt halt die ganze Inflammation so krass, dass du automatisch das Wasser und so alles wieder verlierst und dein Stresslevel auch einfach extrem runterkommt. Und, das ist dasselbe wie in der Peak Week quasi. Ja, genau. Also da hat man das auch ähnlicher gemacht mit Cardio-Loss-Training, nur leicht. Und, dann hattest du genau das Gleiche gesagt quasi. Also das ist halt auch Inflammation, Wasser. Eben. Ja. Und den letzten Rest-Day, das wollte ich eigentlich darauf zu sprechen kommen, das letzte Mal 3 Tage Pause hatte ich nach der Arnolds im Frühjahr. Das war im März. Also 10 Monate. ja, Dann also da mal eine Woche Pause zu machen. 8 Monate. 8 Monate, ja, sowas. 10 Monate. Ja, aber Hör mal auf, Mathe, Mathe heute. Genies, Alter. Geil, aber mal so durch so. Einfach pumpen, Digga. Ja, wirkst auch Ich so denke gerade gar nicht an so, Ja. oh, ich muss jetzt das Gewicht grinden oder so. Ja. Und oft ist dann auch geil, gerade in so einer Phase wie jetzt, die nutze ich, um gerade so diese Execution, wie man so schon sagt, die Ausführung, einfach nochmal zu überdenken, zu verbessern, Sachen auszuprobieren, wie hier mit der Bank, so einfach um mehr Stabilität zu schaffen. Und ja, immer so Goals sich setzen, dass man irgendwie, ja, nicht in so ein Post-Competition, also so ein, Digga, das Denglisch gerade wieder komplett vergewaltigt, aber da halt nicht irgendwie in ein Motivationsloch zu fallen nach der Wettkampfphase oder nach der Diät. Habe ich auch schon auf dem Zweitkanal in einem Video angesprochen. Spaß haben. Ist jetzt nicht so, dass es mir in der Vorbereitung gar keinen Spaß macht, aber so ist natürlich schon irgendwo Schon abarbeiten. gedrosselt, wenn du halt wirklich am Sack bist und halt wirklich ja, keine Erfolgserlebnisse im Training hast. Die hast du dann zwar im Spiegel, aber so richtig Performance ist da nicht. Und auch so immer dieses und jetzt ist halt einfach wieder cool. Und ich fühle mich auch gut. Wie gesagt, die Ernährung ist noch 80% sauber, so 2-mal die Woche esse ich was auswärts oder. Was gönnst du dir so? Also was hast du dir gegönnt? Das habe ich mir gegönnt. Geil Steakhouse mit Alice. Und danach im Kino ein bisschen Popcorn. Sushi hat man sich noch gegönnt. Das ist sehr human. Ja, aber es ist so, das worauf ich Bock habe halt. Ja. Also ich denke mir jetzt nicht so, ich muss mir jetzt 10 Burger kleistern. Ich mache das Ganze schon eine Weile und weiß halt, dieses kurze Glück, was man davon hat, mit dem, man hatte die ja auch in Vegas. Ihr habt ja richtig geackert auch, deswegen mal dickes Lob an die Jungs, die da wirklich auch an allen Fronten geackert haben. Aber als da der SOS 12er Box Donuts zum Einsatz kam, Nicht nur einmal. da denkst du dir halt so, der kurze Blutzuckerspike, dieses Glücksgefühl-Ding, kurz weiterschneiden. Wenn du aber dann nicht konstant jede halbe, dreiviertel Stunde einen Donut nachschiebst, dann Mev und ich haben mal durchgerechnet. ja. 105 Donuts hatten wir ungefähr. Oh, Mev hat davon 5 Ja, das glaube ich dir direkt, Digga. Staubsauger. Ja, da war die Frequenz ein bisschen höher. Aber ja, das ist genau das. Und am nächsten Tag meine dir ja auch, boah, Ja, reicht dann auch. ist so, du fühlst dich dann einfach nicht mehr ganz so geil. Und Nee. ich sag's dir ehrlich, dieser verschissene Rice Pudding Cake zum Beispiel, also jetzt no irgendwie Werbung oder sonst irgendein Dreck, aber das Ding jetzt vor und nach dem Training, da denke ich mir so,
Es schmeckt geil. Meine Geschmacksknospen sind noch nicht so, bis auf nach der Dubai-Schokolade, aber sie sind nicht so wegfrittiert. Und dann hast du auch nach wie vor Bock auf morgens geil Haferflocken oder Huhn mit Reis, ein bisschen Soße drüber. Ballert auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich bin da relativ easy so. Ich weiß halt, ich fühle mich besser, wenn mein Gewicht auch jetzt in der Erholungsphase einfach nicht extrem nach oben schießt. Unnötig fett werden muss man nicht. Und ja, so dieses Leichtsein. Ich meine, ich habe meine Off-Seasons auch mal mit 126, 127 Kilo beendet. Ist halt nochmal eine andere Lebensqualität. Und deswegen fühlt es sich gerade gut an. Du hast ja fast Gewicht wie ein normaler Mensch. Ja, schon. Also ja, vor allem für mich. Für mich fühlt es sich normal an. Ich glaube nicht, dass auf 1 Meter, was bin ich, 82,5 oder so, was die mich da gemessen haben, glaube ich nicht, dass das 104 Kilo normal. Nein, laut BMI-technisch bin ich da, glaube ich, nicht im grünen Bereich, sondern schon schwer übergewichtig. Bodybuilding-Kosmos ist das ist wirklich nicht extrem auch schwer. Für dich persönlich. Ja, und deswegen sehe ich da jetzt keinen Grund drin. Ich meine, wir haben gestern auch Blutbild gemacht. War wichtig nach der Prep auf jeden Fall auch zu gucken, dass da wieder alle Parameter passen. Was man auch gemerkt hat, wenn du da dich sauber ernährst, dein Cardio machst und einfach fit und vital bleibst, dass sich da die Werte auch extrem schnell wieder zum Positiven regenerieren. Und ja, das so im Hinterkopf zu haben, lässt es auch einen easy durchziehen. Ich meine, jetzt so laut Plan habe ich auch schon wieder einen Haufen mehr Kalorien. Und da ist jetzt nicht so, dass ich meine, wenn wir jetzt auch Drehtage haben wie heute oder so, dann schaffe ich sogar mal 2, 3 Meals gar nicht, was dann auch nicht so schlimm ist. Da bin ich auch, muss man auch sagen, ich bin jetzt in der Phase auch nicht so ultra akribisch. Ich baue jetzt sicher keine 20 Kilo Muskeln auf, also von dem Urglaube muss man immer wegkommen. Das denken gerade halt die, was ihr ersten Wettkampf gemacht hat. Junge, ich habe 20 Kilo aufgebaut. Dabei bist du halt ultra das Wasserschwein, fühlt sich halt gut an, weil du prall bist und so, aber ist oft ein Irrglaube. Da wird halt so die Prallität, die man wieder hat im Muskel, wird halt dann oft mit Muskulatur verwechselt. Auch supplementtechnisch und alles drum und dran. Also muss man ja auch nichts vorlügen, ist jetzt wirklich Erholung angesagt. Und ich nehme mir nicht umsonst das ganze Jahr, um mich für den Olympia vorzubereiten. Und ich sag's euch, ich bin motiviert wie Sau, da nächstes Jahr den Titel heimzuholen. Deswegen ist aber auch habe ich auch im Zweitkanal-Video angesprochen, diese vermeintliche Motivation, die muss man so ein bisschen nach hinten schieben, weil jetzt halt eben die Zeit für Regeneration ist und eine richtige Erholung. Und wenn man sich dann richtig erholt, weil da gibt es einen guten Spruch, in welche Richtung baust du das Hochhaus zuerst? Das Fundament. Genau, weil viele sagen gleich nach oben. Ja, geht ja nicht. Aber du brauchst du musst ja erstmal nach unten bauen, um dann das Fundament zu haben und dann kannst du eben nach oben bauen. Und das machen wir halt jetzt, indem wir das Fundament für eine geile Off-Season hinbauen und dann eine geile Off-Season hinbauen und dann eine geile Vorbereitung und dann Gold nach Hause holen. Sätze, Wiederholung, fragt mich das heute nicht. Heute wird einfach gebolzt. Aber wenn du von Olympia 2025 sprichst, müssen wir quasi auf das offensichtliche Thema kommen. Ja. Mike. Das wäre Mike. Ja, was ist bei Mike los gewesen? Und brutal, abgeliefert. Also habe ich ja im ersten Video in Vegas schon gesagt, wo wir Mike im Gym getroffen haben. Beste Freunde wären wir nicht, Freunde wahrscheinlich auch nicht, aber man muss Respekt zollen vor der sportlichen Leistung und die hat er auf jeden Fall gebracht und ich sage völlig gerechtfertigt, verdient und es freut mich zu sehen, dass es als
Athlet, der selbst die Scheiße durchgemacht hat, der weiß, wie viel Blut, Schweiß und Tränen man der Sache widmet. Nicht über ein Jahr oder 2 Jahre, über Jahrzehnte mittlerweile, kann man schon sagen. Scheiße, so lang war ich das schon. Ja. Ja, aber ja, kann man dann auf jeden Fall auch sagen, wie bei Wesley auch, nur dass Wesley wirklich noch so eine freundschaftliche Komponente drin ist. Ich meine, wie ich mich bei Arnolds gefreut habe, als er den Sieg geholt hat, weil ich mir dann einfach denke, am Tag X kannst du dann eh nichts mehr ändern. Und warum soll man sich dann auch nicht für jemanden freuen? So. Aber das Ganze hat mich natürlich auch angespornt. Auf der anderen Seite, ich weiß halt, ich bin ein konstanter Typ. Ich bringe meine Leistung immer relativ konstant. Und jetzt mit den 3x3 habe ich mich ja sozusagen bei so einem Teilnehmerfeld, bei so einer Leistungsdichte Jahr für Jahr in der Classic neu dazukommt und steigt, immer in der Top 3 der Welt gehalten. Und jetzt will ich natürlich noch mehr, aber ich glaube, dieses Jahr hat ziemlich gut bewiesen, dass ich einigen, die mich abgeschrieben haben, schon mal ein bisschen gesagt habe, ey, halte Morle, um es auf Schwäbisch zu sagen, nicht zu schnell. Der Junge ist noch da. Ich bin noch da und ich habe auch noch ein Wörtchen mitzuspielen, ohne das jetzt zu abgehoben zu sagen, aber mit einer gewissen Confidence. Kann man schon so sagen. Denke ich auch, und die braucht man auf jeden Fall auch als Sportler. Und deswegen, also the best is yet to come. Ich glaube, dieses Jahr hat man so das, was ich immer jahrelang gesagt habe, ey, ich brauche noch ein bisschen Zeit, Mann. Ich stand da mit 21 das erste Mal. Ich brauche ein bisschen, bis ich die Muskelreife entwickle. Und ich glaube, dieses Jahr hat man mal gesehen, so, whoop, okay, gibt dem halt ein paar Trainingsjahre, dann geht da was. Und jetzt haben wir noch Luft offen und jetzt können wir vor allen Dingen die Qualität verbessern. Ich weiß jetzt, wie ich meinen Rücken richtig zu treffen habe, meine Arme. Und deswegen haben wir ja gesehen, dass es auf jeden Fall im letzten Jahr hat funktioniert, gehittet hast und dass da auf jeden Fall was passiert ist. Auch mit Stefan, das passt wie die Faust aufs Auge und werde ich auch nicht wechseln, werde ich auch keine anderen Meinungen mir reinholen. Es ist never change a running system, ja. Ne? Also ich meine, es läuft ja das System. Ja, den Mann bin ich auch, also neben Alice, schon echt die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ich werde sicher nicht Familie verkaufen für irgendwas. Auch wäre ich jetzt 10. geworden, hätte ich nicht gesagt, oh, Stefan, oder nach der Arnolds auch, wo wir den Peak nicht genau getroffen haben. Weiß nicht, da immer gleich den Coach zur Rechenschaft zu ziehen und zu sagen, der hat's verkackt. Ich bin jemand, der ist sehr loyal, vor allem Leuten gegenüber, die mich auch seit Anfang an supportet haben. Und Stefan ist da seit ich Profi bin. Alice ist da noch bevor ich Profi geworden bin. Und ja, deswegen wird so weiter gegrindet. Kein Fame-Rap gemacht. Nein, ja. Die mag dich wirklich. Oder die wusste schon. Der hat Potenzial. Die hat Potenzial gesehen. Dankeschön, gerne. Danke dir, ey. Nächstes Jahr schaffst du Jawohl, Junge. Gib Gas, da geben wir jetzt Gas für. Ja klar, nächstes Jahr bin ich mit dir auf der Bühne. Ja. 2. Platz hole ich. Die nächste Legende. Ja, so rein und die machst du dann. Natürlich. Viel Erfolg.
Ja, du hast gerade eben Confidence gesagt. Das ist eigentlich ganz spannend, weil ich finde, man hat dieses Jahr gesehen, dass du... Gesehen, ne? Ja, schon. Also als du auf die Bühne gegangen bist, da hat man schon gemerkt, so der Junge Ja. weiß, was er geliefert hat oder weiß, was er liefern kann jetzt. Weißt du, wann das halt richtig kommt? So? Weil ich meine, nach 12, 13, 14 Wettkämpfen, die ich in meinem Leben gemacht habe, merkst du halt jetzt auch so, okay, der Peak hat richtig gut geklappt. So. Bei den Arnolds war ja so, da dachte ich mir so, ja, Nicht 100%. ja, ist nicht so, weiß ich nicht so. Hat sich dann ja zum Abend hin noch sehr gut entwickelt, wo es dann aber auch scheißegal war. Aber da war halt so, wow, okay. Und ich kenne ja auch Stefan so ein bisschen und der versucht zwar immer so morgens vor dem Wettkampf, wenn er dann da ist und mich noch anguckt, so neutral zu sein. Also der sagt da nie irgendwas übertrieben Gutes, der sagt so, ja, nice, sauber, überlegt meistens so. Sagt aber auch nicht, Junge, siehst kacke aus, so, bleib liegen. Sondern ist immer so neutral, aber da ist so weißt du, da hat er sich nicht richtig emotional im Griff halten können. Und ich habe aber auch selber gemerkt, so, jupp. Knackig. Und dann kannst du halt auch rausgehen wirklich und du weißt, jetzt passt so. Und dann kannst du halt auch die Posen stellen. Und vor allem, ich hatte ja auch die Todeskonfidenz, dass ich den Bag jetzt, weil da wusste ich halt Feierabend so. Weil Hat man auch nicht gemerkt. Du bringst immer so ein bisschen Improvements. Die Arme waren schon ein bisschen improved, so immer so, wie es sich eigentlich auch gehört, so ein bisschen besser, ein bisschen besser. Du kannst ja nicht so viel erwarten, vor allem nicht nach 10 Jahren auf dem Level, dann so ein extremer Sprung. Aber beim Rücken, da wusste ich halt, und als ich dann die Vergleiche auch danach gesehen habe, so das war sonst immer so, okay, Ramon's back, Chris Sam back, Wes back, Brion back, mein back, okay. Und da war halt so, okay, mein back. Und haben auch die Judges gesagt so, dass ich da, also ist fast schon eine starke Pose. Und da denkst du dir auch innerhalb von März, wo es immer hieß, ja, you need to improve your back, you need to improve zu, Digga, starke Pose. Der wurde improved auf jeden Fall, ja. Das hat auf jeden Fall das Confidence-Level, das Selbstvertrauen da auf ein nächstes Level gehoben. Und so ist halt manchmal. Ich meine, Ramon ist nochmal auch ziemlich selbstbewusst, aber er hat halt gemerkt im Prejudging, da hat es halt nicht gepasst, hat angefangen zu ölen. So viele Dinge, die nicht passen können. Und dann... Also viele Kleinigkeiten vorher, ne? Eben, am Ende ist, ich meine, kommt es auf Verdauung, dumm gesagt, oder nicht dumm gesagt, richtig gesagt, warst du mal am Wettkampf morgen nicht vernünftig scheißen, muss man hier Real Talk reden, das kann schon den Wettkampf verkacken. Also sind solche Nuancen, solche Details und das ist, ja, deswegen immer schwierig zu sagen. Woran hat es gelegen? Und Frag ich immer. fragt man sich immer, aber habe ich mich jetzt auch andersrum gefragt, so woran genau hat es gelegen, dass so gut gelaufen ist, so waren es die Wochen vorher dann, vor allem die 2 Wochen vorher, die wirklich bombastisch gepasst haben in Vegas, wo einfach Mind, Body, Spirit, alles on point war, oder war es jetzt, es ist halt immer das, am Ende, ich meine, da auch wieder, Wes und ich haben den gleichen Coach, wo nach den Arnolds noch viele gesagt haben, oh, du musst den verlassen, der bevorzugt Wes, was weiß ich. Jetzt, also was soll man jetzt sagen? Stefan hat den ja auch so gut wie möglich gepiekt. Also ja, klar. Wisst ihr, das hebt ja das Argument auch wieder auf. Der bevorzugt jetzt nur noch den und der hat dich extra scheiß auf die Arnolds gestellt, was da immer Leute mir geschrieben haben. Das siehst du mal wieder. Ja. Das läuft. Schulter. Ja, Alic kommt auf die FIBO. Ich sag's euch. Mit Kanonenkugeln. Die Dates, wo sind Alic und Urs das nächste Mal zu sehen? Es wird nicht erst die FIBO sein. Keine Sorge, bis April. Müsst ihr nicht warten. Und wir werden sein.
Am 1. Ja, hey, was Kopfrechnen, Mathe und Daten angeht, Geburtstage oder sonst was, deswegen Alice, Am 1.11. Management, Beste. Bei der ESN-Gym-Party. Genau, ESN hat ein Gym aufgemacht in Hamburg. Haben wir auch noch nicht gesehen. Haben wir noch nicht gesehen, aber schon viel drüber gehört und da werden wir am 1.11. deswegen Vormittags am Start sein. Direkt. Das heißt direkt, wenn die Party startet. Das heißt direkt gelben Schein holen bei der Arbeit, Niedersbrücken. anrufen, Bruder, ich kann heute nicht kommen, ich muss den. Das ist sogar Feiertag. Ja, das dann. ist Feiertag. Dann können auch nicht nur meine arbeitslosen Freunde, sondern auch die arbeitende Bevölkerung am 1.11. am Start sein. Und dann? Am 16., 17. November Also in Prag. 2 Wochen später. Was geht in Prag? Gut, du Prag. Mathe-Chemie. Stabil, gell? Bei der EVLS. EVLS ist am Start, der Wettkampf. Wo startet in Germains Physik? Ja. Hast Endlich. es gedroppt. Scheiße. Ne, EVLS sind wir am Start. Wir haben einen geilen Miracleware-Stand für euch. Und da werden wir am Sonntag auf jeden Fall am Start sein. Deswegen kommt gerne nach Prag. Wer letztes Jahr dabei war, wo ich auf der Bühne stand und die Classic Physik mitgemacht habe, kann auf jeden Fall mit einem geilen Event hoffen oder kann sich auf ein geiles Event freuen. Es ist eine größere Venue, es sind auf jeden Fall geile Leute vom Olympia am Start, unter anderem Martin Fitzwater, für den ich auch hauptsächlich Support sein werde. Also der wird dort starten, unter anderem mit ein paar anderen geilen Leuten in der offenen. Classic wird es auch alles geben, es wird sogar eine 2-Day-Show sein, also lohnt sich da auf jeden Fall hinzukommen. Wir werden am Miracleware-Stand zu finden sein, deswegen... Aber ja. um die Kommentare vorwegzunehmen, du startest dort nicht. Nur um diese Kommentarsektion. Vielleicht, Startet. vielleicht Nein, bei 10.000 Likes auf dieses Video. Können wir noch an das Video in Vegas noch mit Stefan? Ich hatte ja mit dem die kleine Debatte, hier Überkopf oder hier so vorne. Da spüre ich meinen langen Kopf auf jeden Fall geisteskrank. Nur dadurch, dass du nicht so fett geworden bist. Vaskularität Schmeckt die? schmeckt auf jeden Fall auch noch. Können wir uns ja mal angucken jetzt. Ja, zeig Weil- mal her den Lachs. Shadow Mode wird wieder gezündet. Aber 2025. Aber jetzt wisst ihr ja eh schon, jetzt verändert sich nicht viel, aber spielst du das Ding wieder so? ich glaube schon. War geil, oder? Ich glaube ganz ehrlich, weil man hat's wieder ein weiteres Mal einfach so gesehen, dass Instagram ist cool, aber hat im Bühnensport einfach nichts zu melden. Irreführend teilweise. Ja, ich meine, Predictions werden ja nur based auf Instagram gemacht. Und da siehst du einfach, das ist so ein Ding, es hat mir persönlich einfach gut getan. Es geht mir jetzt gar nicht um diese mediale Präsenz. Es hat mir und meinem Kopf gut getan, den zu zünden. Ich bin immer so gern in diesem Underdog-Ding. Bin ich jetzt zwar nicht mehr, aber ich acker lieber gern und unterm gleichen Licht. Ist bei mir ja meistens so, wenn wir drehen, irgendjemand kommt, boah, und echt, das ist ja ganz was anderes. Oder auf der FIBO. Und dann Oder halt im T-Shirt versus. eben. Wirklich, also- Und dann denke ich mir auch, ist das, wo es am Ende drauf ankommt. Bei mir persönlich ist das Ding auf der Bühne, im selben Licht wie die anderen, neben denselben Gegebenheiten. Und deswegen ist so ein bisschen mein Ding. Und dann glaube ich, wenn wir das Ding reinzünden, kann sich wieder jeder drauf freuen oder so. Hat wieder ein bisschen was zum Mitfiebern. Und Anstatt, Spannungskurve ist halt da. Also ich fand's geil dieses Jahr. ja, safe. War schon ein richtiger Move. Deswegen. Aber den gibt es jetzt noch nicht.
bisschen Fett gibt. Ja, du Fettsack. Ekelhaft. Könnte fast meinen, du wärst Bodybuilder. Ja, probier's mal mit Bodybuilding. Belästigung öffentlichen Ärgernisses entschuldigt. Hä? Belästigung von dir. Ja. Dann mach die Augen zu. Genau. Ja, das stimmt. Auch die ganze kleine Runde. Ja. So würdest du auch gerne haben, gell? Nee, weißt du, wie geht's mal bitte? Was denn? Oh, das Teig war steif. Zeig mal Arsch. Arschloch, Zeig geil, mal gell? Bruder. Bruder. Die Männer immer in der Kabine, ne? Zeig mal Hose runter. Ja, ja. Weißt du, wenn du anderen Männern öfters deinen Arsch zeigst als Frauen, dann läuft's genau richtig. Ja, wir haben in den letzten Wochen auch so viele nackte Männer gesehen. Ja. Viele Frauen waren nicht dabei. Irgendwie viel Nackt-Content, die ihr von mir auf euren Speicherkarten habt, ist ja auch gottlos. Ich mir hier gerade im Spiegel angucken, steht hier The Next Generation, Alter, und lässt mich hier nicht meine Schulter an. Kannst du eingeben? Ja, nein, ich mach nur Spaß. So lob ich das mir, Junge. Respekt. Aber, guck mal, ich bin schon der alte Arzt, so schnell geht's. Das ist, Ich meine, ich bin 14, du bist ehrgeizig. ja, das Er ist älter, ja, er ist älter. aber für mich, ich meine, du weißt gar nicht, Ja. für mir 2 Wimpernschläge, da war ich 14. Deswegen. Oh Mann. Also in 2 Jahren will ich dich auf der Bühne sehen, Kollege. Fragen sind 3. Machen wir 2 draus. Ja? Ja. Weißt du was? Wir machen 2 draus. Wenn du mir das versprichst, dann ist jetzt schon Weihnachten für dich. Wir haben es jetzt auf Kamera, Digga. Danke. Wie heißt du? Till. Till. Also Till. Wenn Till in 2 Jahren nicht auf der Bühne steht, Dann muss das hier Adresse eingeben. Hier Adresse blenden wir ein. Schlagstöcke stehen hier vor deinem Haus. Ja. Nee, aber stabil. Mach weiter so, zieh durch. Und es ist halt, wenn du mal dich mit Urs im Bunker connectest, dann gibt es schon ESN-Ware, bevor es überhaupt draußen ist. Aber ich glaube, wenn das Video draußen ist, gibt es das Basic Way schon.